Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich will jetzt nicht zu nah rangehen, aber seht ihr da hinten Pinkie Pie? Pinkie Pie möchte, glaube ich, in den nächsten Minuten irgendwann ihr Fohlen bekommen. Ich bin eigentlich gerade am Stall, weil Wendys Fohlen vor 20 Minuten geboren ist. Und als ich hingekommen bin, hat aber Pinkie Pie sich auch angefangen hinzulegen. Sie ist unruhig, sie dreht sich im Kreis. Und ich sitze jetzt hier, habe das Licht fast ausgemacht, sitze hier ein bisschen im Dunkeln und will sie halt nicht stören. Möchte sie ein bisschen in Ruhe lassen. Als jetzt gleich losgeht, versuche ich das mitzufilmen. Wenn ich merke, sie fängt an zu pressen und die Geburt geht los, kann ich auch näher dran gehen. Also gerade war es auch okay. Wie gesagt, ich habe hier auch da die Box noch fertig gemacht mit Wendy. Jetzt hat sie sich ist gegen den Futterbottich gestoßen, hat sich erschrocken, ist aufgestanden. Habe die Box von Wendy schon sauber gemacht, frisch eingestreut, die Nachgeburt weggeräumt und so weiter. Kann mich aber jetzt gar nicht so recht um die kleine Maus kümmern, weil ja, ich Pinkie Pie da jetzt halt nicht zu sehr stören will, aber sie ist definitiv, geht die Geburt los. Auch mega gute Zeit, 10 Uhr abends. Das Fohlen wird den gleichen Vater haben wie das von Wendy. Also der wird heute zweimal Papa, wenn alles gut geht. Dazwischen steht Euranka, da tut sich noch nichts. Ja, und Pinkie Pie da hinten ist auf jeden Fall, ja, ist halt auch ihr erstes Fohlen, sprich sie weiß halt wahrscheinlich auch noch nicht so richtig, was gerade mit ihr abgeht. Deswegen bin ich mega froh, dass ich gerade hier bin, dass ich notfalls eingreifen kann und helfen kann, wenn irgendwas sein sollte. Sie legt sich halt auch immer hinten in die Ecke. Sobald ich merke, dass sie anfängt zu pressen, dass halt wirklich das Fohlen kommt, dann werde ich nochmal aufstehen und hingehen. Aber ja, tut mir leid, ihr könnt jetzt natürlich nicht viel erkennen, aber wichtig ist halt, dass die Stute gerade ihre Ruhe hat. Ja, hier vorne den Zweien geht's gut. Die Kleine hat schon getrunken. Wendy ist fit, kümmert sich gerade ganz rührend drum. Und ich ja, halt jetzt gleichzeitig hier Pinkie Pie im Auge. Jetzt steht sie nochmal auf. Ist halt auch typisch. Aufstehen, hinlegen. Und wie gesagt, sie ist halt einfach, sie ist 4, ne? Ist ihr erstes Fohlen. Ältere Stuten, da geht das auch schon mal schneller, weil die auch einfach wissen, was abgeht, ne? Die kennen das ja schon. Die weiß ja wahrscheinlich gerade gar nicht so genau, was mit ihr passiert. Aber bisher sieht mal alles gut aus. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr nach Hause fahren, ehe das Fohlen da ist. Das ist sich mal anders hingelegt. Ja, ich habe halt jetzt auch nur hier ein kleines Licht an, damit sie ein bisschen sich ungestörter fühlt. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt näher dran gehe, ob sie sich dann auch hinlegt. Hier mal ganz vorsichtig. Kann auch hier gerade noch mal die Kleine, wie gesagt, gerade eine halbe Stunde alt. Ja, mal hier vorsichtig um die Kurve gucken. Ja. Oh, jetzt ist es dunkel. Das, ja, geht einfach los. Wollte gerade eigentlich noch frisches Stroh reinschmeißen, aber jetzt werde ich auch einfach warten, bis das Fohlen da ist und ja alles frisch machen. Jetzt ist die Fruchtblase geplatzt, sehe ich, und sie fängt auch an zu pressen. Jetzt mache ich doch mal das Licht an. Mal hoffen, dass es liegen bleibt. Jetzt habe ich es ganz ausgemacht. Einfach damit ich besser sehen kann, wenn ich eingreifen muss. So, jetzt werde ich mich hier mal still verhalten und hoffen, dass es so okay ist für sie. Aber sie steht nochmal auf, aber das ist auch normal unter der Geburt, dass die Stuten immer mal wieder aufstehen, sich hinlegen. Das Ganze kann sich jetzt auch noch etwas hinziehen. Wieder eine andere Stelle zum Hinlegen. Ich hätte mir jetzt mein Stativ mitbringen sollen, dass ich das Handy einfach hier abstellen konnte. Jetzt legt sie sich wieder hin. Gleich wird sie bestimmt noch mal pressen, hoffe ich.
ist halt immer so spannend, vor allem nachdem wir jetzt die Geschichte ja mit Tweety hatten, die ja aus dem gleichen Jahrgang wie Pinkie Pie ist, sind ja beides die Vierjährigen, die halt diese Serie erst empfohlen bekommen, die zwei. Ja, da ist es halt immer besonders spannend, aufregend. Bisher sieht man noch nichts. Wie gesagt, ich will sie halt auch nicht zu viel stören. Jetzt sollte man auch eigentlich bald die Fruchtblase so langsam sehen. Aber wie gesagt, das ist völlig normal. Also diese Austreibungsphase, die kann auch schon mal eine halbe Stunde dauern. Länger sollte es dann aber auch nicht dauern. Dann wäre es Zeit, da mal nachzugucken, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ein bisschen Zeit hat sie noch. Und wie gesagt, manchmal hilft das Aufstehen und das Hinlegen dann auch schon mal. Tja, Pinkie Pie. Es ist halt immer so, man wird dann so gerne helfen einfach, ne, wenn man das so sieht. Man wird einfach dann gerne den Ponys irgendwie helfen, aber man sieht jetzt so ein ganz kleines bisschen von der Fruchtblase. Dieser blöde Bottich hängt da so doof, aber ich will ihn jetzt auch nicht wegmachen, dann mache ich es auch wieder unruhig. Das ging bei Wendy, glaube ich, schneller. Aber egal. Das Ergebnis zählt. Jetzt liegt es auch ein bisschen von dem Bottich da weg. Ein bisschen rum. Gucken, wie man das sieht. Da hinten die kleine Maus läuft ganz relaxed in der Box rum, während hier schwer gearbeitet wird. Ist aber richtig, also jetzt müsste sich eigentlich langsam was tun. Zumindest mal. Ja. Steht sie nochmal auf. Vielleicht die Position doch noch nicht so. So, ab diesem Punkt hier habe ich dann nicht mehr wirklich konzentriert mitgefilmt, deswegen spreche ich euch den Ton jetzt nachträglich hier drauf. Pinkie Pie sieht man hier, hat dann schon die ganze Box durchwühlt, hat sich immer wieder hingelegt. Ich wollte jetzt aber auch kein Stroh reinwerfen, damit sie nicht gestört wird, sondern endlich mal ja, ihre Geburt da ein bisschen vorangeht. Und hier sieht man jetzt, dass sie sich nochmal hinlegt. Ich habe dann geguckt, ob langsam was vom Fohlen zu sehen ist, halt, um halt auch zu sehen, ob das Fohlen richtig liegt. Das ist ja halt immer wichtig. Deswegen ist es halt auch gut, wenn man bei den Geburten dabei ist. Und da sieht man jetzt gleich ein Stück von der Fruchtblase austreten. Normalerweise kommt ja diese weiße Eihaut zuerst zum Vorschein. Hier war es jetzt aber leider so, dass, da sieht man es jetzt so ein bisschen, eine rote Hülle zum Vorschein gekommen ist. Das ist diese sogenannte Red-Back-Geburt. Und zwar hat sich im Prinzip
Prinzip die Plazenta frühzeitig abgelöst und kommt quasi mit dem Fohlen oder noch ums Fohlen rum zur Welt. Normalerweise reißt die auf, die weiße Eihaut tritt durch mit dem Fohlen und alles ist gut. Deswegen habe ich dann schnell das Handy weggeräumt, habe diese rote Haut, diese Plazenta, diese Redback aufgerissen, um halt zu gucken, ob ich schon die Beine vom Fohlen sehe, dass ich das Fohlen rausholen kann, weil wichtig ist halt in dem Moment, wo die Plazenta sich ablöst, wo diese rote Eihaut zum Vorschein kommt, bekommt das Fohlen keinen Sauerstoff mehr, weil die Plazenta halt abgelöst ist. Und es ist wichtig, dass man sie schnell rausholt. Jetzt war aber von dem Fohlen noch nichts zu sehen oder zu fühlen, sodass ich noch mal kurz rausgegangen bin, damit Pinkie Pie noch mal presst. Und dann tatsächlich, gut, dann habe ich natürlich nicht mehr mitgefilmt, sieht man hier, wie das Fohlen zum Glück lebend auf der Welt ist. Zweites Problem war nämlich, nachdem dann endlich die Fruchtblase zu sehen war, also diese weiße Haut, dass nur ein Bein und die Nase zum Vorschein kam und es wieder nicht weiterging. Ich habe dann nach dem zweiten Bein gesucht und das zweite Vorderbein, das rechte, war nach hinten rumgeknickt. Also sie lag praktisch drauf. Also habe ich versucht, das Fohlen wieder ein bisschen reinzuschieben, das zu korrigieren, das Bein nach vorne zu bekommen. Also gefühlt hat das ewig gedauert. Letztendlich waren es wahrscheinlich nur 2 oder 3 Minuten, haben wir so nachvollzogen, weil meine Freundin Anita ja über die Kamera quasi mitgeguckt hat. Also es müssen 2 oder 3 Minuten gewesen sein. Dann war das Fohlen draußen. Tierarzt anrufen wäre in dem Moment keine Option mehr gewesen, weil der braucht mindestens 20 Minuten bis zu uns, wenn er gerade wirklich sofort losfahren kann, und bis dahin wäre das Fohlen lang gestorben. Deswegen war nur die Option, irgendwie versuchen, es rauszubekommen. Wir haben auch schon mal mithelfen müssen, also es war jetzt nicht das erste Mal, dass wir da irgendwie helfen mussten. Und hier sieht man jetzt auch die Nachgeburt, dass quasi direkt alles in einem rausgekommen ist. Normalerweise wäre jetzt die Nachgeburt, also hinten das dunkelrote, das da quasi noch in der Stute, und vorne sieht man diese weiße Eihaut, in der das Fohlen geboren wird. Die ist halt jetzt quasi noch am Fohlen per Nabelschnur, und die Nachgeburt, da ist komplett mit rausgekommen. Normalerweise würde die noch in der Stute sein. Die Nabelschnur reißt dann ab, und das ist ja das, was dann so aus der Stute hinten noch raushängt, und so meistens nach 20 Minuten, halbe Stunde, kommt dann diese Nachgeburt auch raus. Dadurch, dass die sich vor der Geburt abgelöst hat, ist jetzt quasi alles mit dem Fohlen rausgeflutscht, und das ist halt das Gefährliche an der Sache, dass halt einfach die Versorgung in dem Moment zu Ende ist und diese Geburten halt sehr, sehr oft mit toten Fohlen halt enden, vor allem wenn man nicht dabei ist. Dann hat es wirklich überhaupt keine Chance, dann liegen die meistens nachher noch komplett so in diesen Hüllen. Und ja, hier sieht man aber jetzt, es ist zum Glück alles gut gegangen. Also Pinkie Pie ist natürlich total fertig, aber sie hat alles gut überstanden. Das Fohlen ist auch fit. Ich habe es dann, als Pinkie Pie noch lag, ihr erstmal vor die Nase gelegt, dass sie ein bisschen dran schnuppern kann, und hier versucht es jetzt auch schon aufzustehen. Da sieht man, dass auch die Nabelschnur noch dran ist. Die habe ich dann später abgetrennt. Also die versucht man dann durch so leichten Zug. Da gibt es so eine Sollbruchstelle, dass sie da durchreißt. Schneiden sollte man eher nicht. Das hat auch funktioniert. Und es ist zum Glück alles gut gegangen. Wir hatten das schon mal mit so einer Redback-Geburt, und zwar bei Ginny vor, ich glaube, 4 Jahren. Da war ich auch zum Glück dabei. Die hat das Fohlen nachmittags auf der Wiese bekommen. Also sie ist quasi auf mich zu, hat sich vor mich hingelegt und hat angefangen, ihr Fohlen zu bekommen. Und auch da konnte ich zum Glück eingreifen und das Fohlen gesund auf die Welt holen. Ich hatte Jahre vorher mal durch Zufall auf YouTube ein Video dazu gesehen, zu so einer Redback-Geburt. Sonst hätte ich halt im ersten Moment auch nicht gewusst. Das ist extrem selten, was zu tun ist, aber zum Glück hatte ich da schon mal von gehört und mir das Video angeguckt und ja, wusste halt, was zu tun ist. Halt diese rote Hülle aufmachen, weil die relativ fest ist, das kriegt das Fohlen nicht auf, und halt das Fohlen schnell rausholen. Ja, dramatische Geburt mal wieder. Es reicht dann an Drama für dieses Jahr, würde ich sagen. Aber zum Glück diesmal alles gut ausgegangen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet vielleicht auch das ein bisschen für euch mitnehmen. Wer vielleicht auch selber mal züchten will, dass ihr einfach mal im Hinterkopf habt, dass es sowas gibt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage hoffentlich bis bald.